In der Schule durfte man nie vom Nachbarn abschauen. Zum Glück ist das im Leben anders. Jetzt machen wir genau das. Wir schauen ab und lernen aus Fehlern, die schon gemacht wurden. Legales Schummeln. Jetzt geht es um 3 weitere Dinge, die ich gerne vor der Ausbildung gewusst und verstanden hätte. Solche Dinge können manchmal wertvoller sein als so manches Fachwissen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei Gottet. Die Liste ist endlos von Dingen, die einen wahnsinnig nützen, wenn man sie so früh wie möglich kennt. Oft können kleine Veränderungen das Leben um einiges verbessern. Es wäre jedoch nichts, eine ellenlange Liste zu präsentieren, von der man sich am Ende sowieso nichts merkt. Außerdem steckt hinter kleinen Lernen und Lektionen oft so viel dahinter, dass man erstmal drüber nachdenken muss. Hoffentlich könnt ihr von der einen oder anderen Idee was mitnehmen. Dann geht's jetzt schon weiter mit Punkt 3, den ich gerne vor der Ausbildung gewusst hätte. Punkt Nummer 3. Ihr braucht mehr Psychologie, als ihr denkt. Viel mehr. Manchmal wird das Handwerk auf das Werken mit Händen reduziert. Obwohl sich das erstmal komisch anhört, ist das ein fataler Fehler. Ich lerne ein Handwerk, da muss ich gute Werkstücke abliefern und gut ist. Damit macht ihr euch das Leben unendlich schwer. In eurem Beruf und in allen anderen Lebenssituationen habt ihr mit Menschen zu tun. Kollegen, Kunden, Vorgesetzte, Auszubildende und so weiter. Sind alles Parteien, mit denen ihr im Alltag umgehen müsst. Mit manchen werdet ihr euch sofort gut verstehen. Bei anderen ist genau das Gegenteil der Fall. Kunden oder in unserem Fall Patienten haben oft einen langen Leidensweg hinter sich. Das bringt für unsere Handwerker ganz neue Anforderungen mit sich. Ihr müsst das Hilfsmittel nicht nur bauen, sondern ihr habt im Hintergrund noch viele andere Aufgaben. Motivation von Mitmenschen, Kritik üben, ein Team zusammenhalten, Wissen vermitteln, Konflikte lösen und noch vieles mehr. Euer handwerkliches Geschick ist ein Teil, die ganzen Soft Skills ein mindestens genauso wichtiger, in manchen Fällen sogar wichtigerer Teil. Lernt mit Menschen umzugehen, Konflikte zu lösen, diplomatisch schwierige Situationen zu handeln, Menschen zu motivieren und zwischen Parteien zu vermitteln. Und denkt nicht, das lernt man automatisch. Da muss ebenso Hirnschmalz und Arbeit reinfließen, wie bei jeder anderen Fähigkeit, die man sich selbst beibringen will. Jeder kennt Kollegen, bei denen die Diplomatie nicht unbedingt die höchste Priorität hat. Und jeder von uns hat Felder, in denen man sich noch stark weiterentwickeln kann. Nur ist es für Führungsaufgaben extrem wichtig, wenn man ein Gefühl für Menschen entwickelt. Dazu gehört es, schwierige Situationen neutral klären zu können und ein Team zusammenzuhalten. Wenn man hier starke Defizite hat, kann das der Grund sein, warum man nicht befördert wird oder ungeeignet für Führungsaufgaben sein kann. Auf der anderen Seite können zwischenmenschliche Fähigkeiten einen so dermaßen weiterbringen, dass man sich wundern kann, wofür man überhaupt so viel Fachwissen gelernt hat, mal übertrieben gesagt. Es ist extrem wichtig, sich im Zwischenmenschlichen weiterentwickeln zu wollen und jeden Tag ein kleines bisschen besser zu werden. Man kommt mit Kollegen besser aus, löst Probleme zusammen, hat ein wesentlich besseres Verhältnis zu den Kunden bzw. Patienten und erleichtert sich nicht nur das Arbeitsleben. Nur leider gibt es dazu kein Schulfach, wo man sowas beigebracht bekommt, was dieses extrem wichtige Thema viel zu sehr im Dunkeln lässt. Punkt Nummer 4. Die Orthopädietechnik ist ein Riesenbereich. Ich werde Orthopädietechniker. Den Satz haben schon viele Menschen am Anfang ihres Weges gesagt und arbeiten jetzt in komplett unterschiedlichen Arbeitsfeldern. Einer programmiert Hände, der andere Spezialist für 3D-Druck und konstruiert Kunstwerke am Computer. Oder so mancher arbeitet an der nächsten KAFO, obwohl man den gleichen Beruf gelernt hat. Komisch, oder? Das Feld der Orthopädietechnik ist nicht nur ein Aufgabenbereich. Es gibt so viele Aufgaben zu bearbeiten und Probleme, die noch zu lösen sind, dass es unmöglich wäre, alles aufzulisten. Schaut euch in den Abteilungen gut um. Probiert verschiedenste Aufgaben aus und informiert euch, was man alles mit so einer Ausbildung oder so einem Studium machen kann. Leute, das ist echt viel. Plan ist euer Ding? Gut, wir brauchen noch jemanden, der die Teams in der Werkstatt koordiniert. Ihr arbeitet gerne in großen Konzernen? Super, der neue Prothesenfuß muss noch weiter optimiert werden. Ihr tüftelt gerne an Spezialkonstruktionen? Wir haben bei einem Patienten ein technisches Problem und es gibt nichts Vorgefertigtes. Ihr habt einen Faible für Design? Entwerft eure eigenen Muster und Designs und bringt mal endlich ein bisschen Stil und Farbe in die Anprobe. All diese Teilaspekte
können das eigene Aufgabenfeld ergänzen oder sogar komplett verändern. Der letzte Punkt, den man nicht früh genug wissen kann und der obendrein noch alle vorherigen Punkte mit einbezieht. Wer stehen bleibt, hat verloren. Die Ausbildung ist dadurch bestimmt, dass man sich weiterbilden soll. Man geht in die Schule oder Uni und die Hauptaufgabe, die man hat, ist es zu lernen. Und am Ende wartet der Gesellenabschluss, Meisterbrief oder Uniabschluss auf euch. Man hat's geschafft. Und jetzt? Man hat's geschafft, oder? Die ganze Plackerei ist vorbei und man erntet jetzt nur noch die Früchte. Ich denke, dass euch diese Einstellung immens schaden wird. Lasst mich kurz erklären, warum. Im Leben ist es so, dass man Etappen hinter sich bringt. Schule, Ausbildung, Uni und so weiter. Kurz vor dem Abschluss einer jeden Etappe ist man an der Spitze der Nahrungskette. Man ist im Abschlussjahrgang der Schule und gehört zu dem Ältesten. Jetzt kommt man in die Arbeit oder in die Uni und ist wieder ganz unten. Man ist ein super Schüler in der Meisterschule, schließt ab und jetzt ist man erstmal wieder Jungmeister, der sich im Alltag beweisen muss. Nach jedem Abschluss einer solchen Etappe wartet erstmal wieder eine intensive Zeit auf euch. Man muss aus der gewohnten Komfortzone raus und muss sich wieder nach oben arbeiten, als hätte es die alten Erfolge nie gegeben. Das muss man wissen und im Kopf behalten, sonst kann das ganz schön deprimierend sein und man zögert, sich weiterzuentwickeln, weil man Angst vor dieser harten Zeit nach dem Etappenabschluss hat. Also ist das mit dem sofortigen Früchteernten und sich zurücklehnen direkt nach einem Abschluss erstmal schwierig. Wenn man das weiß, kann man sich den Herausforderungen besser stellen, weil man weiß, dass die da sind. Und wenn ich es doch mache? Ich bin Meister oder studiert. Ich kenne mich jetzt aus. Das heißt, ihr hört jetzt auf zu lernen und bleibt die nächsten Jahrzehnte auf dem gleichen Wissensstand. Das ist einer der gefährlichsten Trugschlüsse, die man haben kann. Habt ihr euch mal angeschaut, wie sehr sich die Orthopädietechnik in den letzten Jahren verändert hat? Stehen bleiben ist da wirklich keine Option. Ihr habt euch doch schon durch so viele schwierige Situationen durchgebissen. Habt eine Leidenschaft für euren Beruf, wollt Menschen helfen und jetzt hört ihr für den Rest eures Lebens auf, aktiv zu lernen? Keine gute Idee, oder? Dann sind wir uns doch schon mal einig, oder? Ihr kommt aus der Meisterschule und müsst jetzt den Ansprüchen eines Meisters gerecht werden. Das heißt, auf alles eine Antwort haben und ja, keine Fehler mehr machen. Und wenn man dann doch mal was nicht weiß? Das Zugeben, wie in Punkt 1, ist keine Option, oder? Dann werden Ausreden gesucht, warum der Fehler doch keiner war. Und man verstrickt sich in Widersprüche. Dann werden alle eure richtigen Aussagen auch in Frage gestellt, wenn so eine Notlüge auffliegt. Die Widersprüche müssen nochmal erklärt werden. Und schon ist man in einer Abwärtsspirale, die den gesamten Ruf einer Person, der über Jahre erarbeitet wurde, zerstören kann. Und das in kürzester Zeit. Natürlich kann man nicht alles wissen. Also den Gedanken können wir schon mal streichen. Aber als Meister kann man zum Beispiel den Lehrlingen beibringen, wie man jetzt gemeinsam die Antwort auf die Frage findet. Wie bei Punkt 1. Fehler machen oder etwas nicht zu wissen, ist die Grundvoraussetzung des Lernens. Lasst es nicht zu einer solchen Teufelsspirale kommen. Man will die hohen Erwartungen erfüllen und gibt nicht zu, wenn man etwas nicht weiß. Oder stellt keine Fragen mehr. Das geht nicht gut. Auch Auszubildende können manchmal Fragen beantworten, auf die ein Meister in einer Situation keine Antwort weiß. Krass, oder? Also aufschreiben, später nachschauen und merken. Fertig. Und wisst ihr was? Das hört nie auf. Nie. Es gibt immer etwas, das man nicht weiß. Und auch noch Sachen, die vermeintlich im eigenen Spezialgebiet sind. Schlimm, oder? Und noch schlimmer, das geht jedem so. Und noch viel schlimmer, je mehr man in einem Fachgebiet weiß, desto mehr wird einem bewusst, wie viel man eigentlich nicht weiß. Nur schaffen es auch Menschen, Lücken zu füllen, nachzufragen, wenn man etwas nicht weiß und nach mehr Fragen zu beantworten. Das heißt, wenn man etwas nicht weiß, offen ansprechen und alleine oder im Team die Antwort finden. Mit einem Abschluss habt ihr wie beim Führerschein die Lizenz zum selbstständigen Weiterlernen. Ihr habt es jetzt zum Teil selbst in der Hand, wo ihr euch hinentwickeln wollt. Eine Grenze nach oben gibt es nicht. Also Punkt 5, hört nicht auf, euch weiterzuentwickeln. Niemals.
Das waren Themen, über die viel zu wenig gesprochen wird, die aber meiner Meinung nach genauso wichtig sind wie das Fachwissen, das man braucht, um seinen Beruf auszuüben. Am Ende hat man es selbst in der Hand. Nur kann eine kleine Hilfestellung nie schaden, oder? Lasst gern eure Meinungen und Erfahrungen zu dem Thema in den Kommentaren da. Stimmt ihr zu? Seht ihr etwas anders? Immer raus damit. Lasst es mich wissen, wenn euch das Video geholfen oder zumindest zum Denken gebracht hat. Dann bis zum nächsten Mal. Bei Gottet.